Der strahlend weiße Morgen liegt über den Graslandschaften des Kruger-Nationalparks, der Tau hängt noch an den Blättern und erzeugt eine seltsam stille Szene inmitten der weiten Natur. Ein Fotograf namens Mark ging einen roten Feldweg entlang und sah plötzlich eine Löwin, die vor Schmerzen humpelte. Unter seinem Bauch befand sich eine gewaltige Schwellung, die bei jedem Schritt leicht wackelte und sein kräftiges Aussehen äußerst erbärmlich erscheinen ließ. Was Mark noch mehr überraschte, war, dass zwei winzige Löwenjunge ihrer Mutter dicht folgten und dabei deutlich besorgte Gesichter machten. Ihr Fell war blass und zitterte noch leicht vor Hunger und Erschöpfung, aber sie versuchten trotzdem, mit ihrer Löwin Schritt zu halten. Mark erkannte die Ernsthaftigkeit der Lage, schaltete daher sofort seine Kamera ein, um ein paar Fotos zu machen, und schickte die Koordinaten an das nächstgelegene Rangerteam. Das Mittagslicht schien auf das goldene Fell der Löwin und ließ die Schwellung noch deutlicher hervortreten, wodurch die Schwere der Verletzung sichtbar wurde. Mark spürte instinktiv, dass alle drei den nächsten Tag möglicherweise nicht überleben würden, wenn er nicht rechtzeitig eingriff. Die Ranger reagierten innerhalb weniger Minuten und gaben an, die Löwin bereits vor der Geburt beobachtet zu haben. Es wurde umgehend eine kleine Rettungsaktion eingeleitet, die der verzweifelten Löwenfamilie die letzte Hoffnung bot. Ranger wie Samuel Ndlovu, Karabo Maseko und die Tierärztin Helen Fortuin näherten sich schnell dem Gebiet, dessen Koordinaten Mark geschickt hatte. Sie beobachteten die Szene mit einem Fernglas aus der Ferne und sahen, wie die Löwin unaufhörlich die Wunde leckte, als wolle sie so den Schmerz lindern. Die ungewöhnlich große Schwellung ließ Dr. Helen vermuten, dass es sich um ein schweres Hämatom infolge eines postpartalen Traumas handelte. Die beiden Löwenjungen klammerten sich ängstlich und erschöpft an die Beine ihrer Mutter, was die Rettungsentscheidung umso dringlicher machte. Samuel glaubt, dass die Löwin in Panik geraten und angreifen wird, um ihre Jungen zu schützen, wenn man sich ihr zu sehr nähert. Deshalb beschlossen sie, sie aus der Ferne mit einem Spezialmedikament zu betäuben, das eigentlich für große, säugende Tiere gedacht ist. Karabo hielt Abstand, um die Aufmerksamkeit der Löwin zu erregen, während Helen sorgfältig den optimalen Schusswinkel einstellte. Der Betäubungspfeil verließ den Lauf, schoss schnell heraus und bohrte sich mit absoluter Präzision in die Schulter der Löwin. Es taumelte ein paar Mal und fiel dann schwer ins Gras. Die beiden Löwenjungen schrien sofort auf. Der Ranger näherte sich langsam und überprüfte Atmung und Narkosetiefe, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Sie riefen das Logistikteam, um eine Trage zu holen, und bereiteten den Transport der Löwin in die Tierklinik des Kruger-Nationalparks vor. Samuel trug die beiden Löwenjungen in sein Auto und beschloss, sich vorübergehend um sie zu kümmern, bis die Operation ihrer Mutter abgeschlossen war. Das Rettungsfahrzeug fuhr schnell, aber vorsichtig über die holprige Schotterstraße und gab der armen Löwin damit ihre letzte Chance auf Leben. Im Kruger Tierklinikzentrum wurde bei Helen sofort ein Röntgenbild und ein Ultraschall gemacht, um die Ursache der enormen Schwellung zu ermitteln. Die Untersuchung ergab, dass es sich um ein sehr großes Hämatom handelte, bei dem ohne sofortige Operation die Gefahr einer Sepsis bestand. Das Ärzteteam bereitet den Notfalloperationssaal vor, sterilisiert Instrumente und passt die Narkosemitteldosis dem aktuellen Zustand an. Die Operation begann unter extremer Angst bei Samuel und Karabo, die beiden suchten ständig in Blicken nach einem Hoffnungsschimmer. Helen machte einen langen Schnitt, legte das beschädigte Gewebe frei und ließ das gesamte Blut ab, das sich über viele Tage angesammelt hatte. Der Geruch von Blut und Entzündung ließ alle ersticken, aber Helen blieb unbeirrt in ihrer Konzentration auf jedes noch so kleine Detail. Nach gründlicher Reinigung vernähte sie die Wunde sorgfältig, um eine weitere Infektion zu verhindern. Überschüssige Flüssigkeit wird während der 48-stündigen Reanimationsmaßnahmen an der entsprechenden Stelle abgeleitet. Die Löwin wurde in einen Wärmeraum gebracht, an einen Herzmonitor angeschlossen und erhielt eine kontinuierliche Infusion. Obwohl er noch immer bewusstlos war, zeigten seine Muskelreaktionen, dass sich sein Körper allmählich stabilisierte. Samuel atmete erleichtert auf, denn er wusste, dass sie dem Organismus wenigstens eine erste Chance auf Leben gegeben hatten.
Während ihre Mutter auf dem Operationstisch lag, wurden die beiden Löwenjungen zu ihrer Sicherheit in den Isolierraum des Zentrums gebracht. Sie stießen immer wieder kleine Schreie aus, ihre klaren Augen voller Verwirrung, als sie die vertraute Wärme ihrer Mutter nicht mehr spürten. Karabo wickelte sie in Handtücher, um sie warm zu halten, während Samuel einen speziellen Milchersatz für Fleischfresser zubereitete. Dr. Helen beauftragte sie damit, die Patienten alle 2 Stunden zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie weder austrockneten noch unterkühlten. Die beiden Löwenjungen verweigerten zunächst die Brust, doch nachdem man sie sanft gestreichelt hatte, begannen sie in kleinen Schlucken zu trinken. Samuel lächelte, als er sah, wie sie ihre Gesichter an seine Brust pressten, als suchten sie nach dem Gefühl der Geborgenheit, das ihnen fehlte. Nacht für Nacht wechseln sich die Ranger im Dienst ab, aus Angst, dass selbst der kleinste Fehler das Leben der jungen Menschen kosten könnte. Beide begannen sich beweglicher zu bewegen und berührten gelegentlich mit den Fingernägeln die Gesichter des anderen, als ob sie spielten. Obwohl sie klein sind, besitzen sie einen sehr starken Lebenswillen, was alle nur noch mehr dazu anspornt, die Löwin zu retten. Samuel sah sie nebeneinander schlafen und dachte bei sich, dass diese Familie es verdiente, vollständig wieder vereint zu werden. Am ersten Tag war die Löwin noch tief bewusstlos, aber als die Ärzte sie untersuchten, begannen ihre Beinreflexe bereits wieder aufzutreten. Um eine Erschöpfung des Körpers nach der Operation zu verhindern, wurden dem Tier kontinuierlich intravenöse Flüssigkeiten, Antibiotika und Schmerzmittel verabreicht. Am zweiten Tag bewegten sich seine Augenlider leicht und seine Atmung wurde kräftiger als am ersten Tag. Als es die leisen Schreie der beiden Kinder aus dem Nebenzimmer hörte, zuckten seine Ohren leicht, als ob es versuchen würde zuzuhören. Helen beschloss, die beiden Jungtiere näher an den Genesungskäfig heranzuführen, um die Instinkte der Löwin anzuregen. Als sich die Tür öffnete, rannten 2 Jungtiere langsam auf sie zu und stießen schwache, aber hoffnungsvolle Rufe aus, um die Wärme ihrer Mutter wieder zu erlangen. Die Löwin öffnete die Augen, versuchte, den Kopf zu heben und berührte mit unbeschreiblicher Freude sanft jedes ihrer Jungen mit der Nase. Im gesamten Zentrum herrschte für einige Sekunden Stille, als alle Zeugen dieses heiligen Augenblicks mütterlicher Liebe inmitten der Wildnis wurden. Es begann, die beiden leicht am Kopf zu lecken, als wolle es sich vergewissern, dass sie noch wohlauf und gesund waren. Von diesem Moment an verbesserte sich seine biologische Reaktion überraschend schnell, als ob seine Liebe zu seinem Kind es gerettet hätte. In den folgenden Tagen wurden der Löwin Antibiotika verabreicht, ihre Verbände wurden gewechselt und die Operationswunde wurde täglich kontrolliert, um Infektionen vorzubeugen. Die beiden Löwenjungen wuchsen schnell und begannen, im Gehege herumzulaufen, was die Ranger dazu zwang, sie häufiger im Auge zu behalten. Als die Löwin aufstand, brach im gesamten Zentrum Jubel aus, denn dies war ein sehr wichtiges Zeichen der Genesung. Nach 2 Wochen wurden alle 3 in das naturnahe Gehege des Zentrums verlegt, um sich dort zu bewegen und ihre natürlichen Instinkte zu erhalten. Die Löwin begann, sicherer zu gehen, obwohl die Wunde noch rosa und etwas empfindlich auf heftige Bewegungen reagierte. Ranger überwachen das Tier per Kamera und beurteilen seine Jagdfähigkeiten und Schutzreflexe. Die beiden Jungtiere sind sehr aktiv und klettern ständig auf den Rücken ihrer Mutter oder spielen unermüdlich mit den Schwänzen des jeweils anderen. In der 3. Woche ist der größte Teil der Einschnittstelle mit Haaren bedeckt, sodass nur noch eine schwache, kaum sichtbare Narbe zurückbleibt. Die Löwin erlegte im Trainingsbereich erfolgreich ein kleines Beutetier und bewies damit, dass ihre Überlebensfähigkeit zurückkehrt. Samuel befestigte dem Tier zur Vorbereitung seiner bevorstehenden Freilassung ein GPS-Gerät am Hals. Am Ende des Monats waren Mutter und Kinder wieder gesund und konnten fast so normal funktionieren wie vor der Verletzung. Das Team war sich einig, dass ein wunderschöner Morgen der perfekte Zeitpunkt sei, um die Familie wieder in die Wildnis zu entlassen. An diesem Morgen schien das helle, weiße Sonnenlicht auf die Kruger Graslandschaft und schuf eine wunderschöne Kulisse für die Rückreise. Als sich die Käfigtür öffnete, trat die Löwin als erste heraus und blieb einige Sekunden lang stehen, um die vertraute Freiheit wieder zu erleben. Die beiden Löwenjungen rannten um die Füße ihrer Mutter herum und tollten dann im grünen Gras herum, das vor ihnen lockte. Alle Ranger standen da und schauten zu, stolz darauf, eine ganze Wildtierfamilie gerettet zu haben.
Die Löwin drehte den Kopf und blickte Samuel und Karabo mit tiefen Augen an, als wolle sie ihnen stumm danken. Dann verschwanden die drei im weiten Gras und kehrten zurück zu dem Leben, das die Natur für sie vorgesehen hatte. Nach einigen Tagen zeigten die GPS-Signale, dass sie sich gut angepasst hatten, sich stetig bewegten und wieder mit der Jagd begannen. Die Geschichte dieser Löwenfamilie wurde zum Stolz des Cougar-Rettungsteams und erinnerte die Menschen daran, wie wertvoll es ist, ein Leben zu retten.